Hallo und willkommen zurück zu Wildermyth. Na, was passiert bei Ihnen? Wir nach der letzten Folge aufgehört haben, nämlich am Anfang von Kapitel 3 unserer 5-kapiteligen Kampagne. Und ja, wo genau sind wir stehen geblieben? Genau, wir haben ganz am Anfang und alle sind gerade unterwegs, ja, ins nächste Dörfchen hier, um noch jemanden zu rekrutieren. Was dann bedeutet, dass wir 2 verschiedene Teams machen werden. Aber bevor das passiert, haben wir anscheinend noch eine Opportunity für eine Geschichte. Von Oldish Passing. Orchid and Landhand are called to a hill village where an acquaintance of theirs has lost her husband. It's a hard thing in death. We forget how quickly things can turn. The funerary rites are brief. The crowd that's gathered is impressive for such a small town. As mourners disperse, Orchid and Landhand spot Sloane standing by a flower-strewn cart bearing a leaf-shrouded body. Sloane, we're sorry to hear about pigs. A lot of folks came. Ah, friends. How many years has it been? They go with her up the road to her home on the hill. To lose perspective sometimes is enough to do, sadly. You think you'll have years together, decades. From your first cake to your middle years, old age, then, but... The two help Sloane transfer the shrouded body to a small, prepared clay room beside the house. They settled inside and she tells them of her plan and of the provincial custom she is observing. Green veiling it's called, a woven shroud of dawn sword. Dawnsword grows thick around here, in the little woodlands you see. It's a strong aroma, the body stays fresh, sometimes as long as 4 years or 5. We hill folk will generally build a clay home for the departed, on the house's shady side. Evajan is the old word for it. It means memory house. And it normally lie there for his term. When the shroud of dawn sword turns black, he'd be buried. It's ignorantly sad, isn't it? A beautiful tradition. I don't plan on waiting. You don't plan to wait? So you plan to bury him soon? Tonight even? No. My husband Pix and I will be going on a journey, and I hoped you to come along. Oh. A hard sudden rain falls, chittering and droning like a swarm. Yes, I'd hoped you'd come. Be our escort. It's a dangerous world and you're both strong. Stronger than even I remembered. Well, we're here now. I'll come along with you if you need protection. Me too. Ja, natürlich. Gut, dann, wer hat den niedrigsten Level? Du, Leif. Also bringe dich mit. Ich warte mal, bis sie alle da sind, aber okay, ist nicht weit entfernt. Dann, was das Rekruten angeht. Nein, nicht du. Ihr 3 könnt schon mal hier hingehen. Wir müssen auch ja daran denken, in diesem Kapitel haben wir nur begrenzte Zeit, bis wir bis das Game over ist, also muss ich beeilen, okay. Ja. Nehmen wir dich. And then Keith ran headlong into the Gorgons, pitchfork whirling like a windmill. It would have been hilarious if it wasn't. Hey, don't get me wrong, I was worried about you. At least I did something instead of bolting. How many were they? 2, maybe 3. Somewhere like 6 or 7, counting the ones you couldn't see. Don't get me wrong either, I admire your courage. But you know what they say, you can't flank it round with one hunter. Is that what they say? More like, it goes without saying. Well then, I can pack up and join you as soon as tomorrow. Just like that? Great, I like your style. What's your specialty? Ja, das wäre nicht schlecht. Mein Plan war gewesen, nachher ein 3er- und ein 4er-Team zu machen. Noch ein Mystic wäre, glaube ich, nicht schlecht, dass jedes Team einen hat. Also ja. Okay, dann schauen wir mal. Just west of Lafonia Lumberyard, Sloane leads her oxen cart carrying the body of her husband down through the hills into the arms of an old forest. Mist rolls in as twilight takes hold behind a cloudy sky. I'd sworn we'd have a clear night. Hard to predict, it's hill country, wild skies. Place I'm looking for shouldn't be far. Can I ask about pigs? I don't think either of us ever met him. I remember you talking about him. I'm sorry, he never came with me to Summercliff. Always wanted him too, but he was never quite well enough, and he insisted on staying home to tend the farm. We met in the spring. I remember clearly. My grandma had just passed away. There's nothing more precious than a man who can make you laugh even when you're hurting. He built the farm there, on the rocky hill. He liked the farm, pigs. He was a bright and imaginative man. Shy though.
He was born with an illness that never fully left. Our good times were great. But our bad times, when he couldn't rise from bed, those made my heart splinter. And one day, it shattered. There's one thing I know, it's that I don't want to live in that empty house without him. The forest had been dead quiet when they entered. As they've gone deeper, noises have filled into hearing. Drips, scrapes, low trills. The smells have turned richer, of damp earth, spicy bark, quilted mosses in purple, green and beige. Soon dogs halt. They come into a clearing where a goddess lives. Oh. Sloan? Yes, I intended to find her. The reason I brought pigs here. The reason I am here and you're here. Rohe, she's a goddess of borders and in-betweens. This realm of hers welcomes both dead and living. So I'm here to join him. Pigs and I can still be together. Sloan, go slower. You're going to join him? How? Look, it's this forest. I read about it. This goddess, Rohe, rules it, like a region between our world and a place for the departed. I suppose it exists for us, for those that like us. A place pigs can be without pain and I can be with pigs. You're looking for everything, wouldn't you? For the unknown. For pigs. I won't be able to leave this place, but why would I wish to? I'll still live. He will too. We'll just live here. You have to understand, this is what I want. All I need for you is to help me complete the ceremony and take the poor ox back with you. Try to imagine if you had someone that meant everything to you, your whole world. I'm sorry I can't stand and let you throw your life behind like this. It should be a choice, can't I disagree? Definitiv das. Honestly, it's like something from a legend. A woman passing into the realm of a god with the man she cherishes? How do we help? Well, lay us both at the feet of the shrine. And then she'll test us. Or will. We tend to test well, I'd say. It is dangerous. We must duel Orwe's guardian. It's why I needed you along. But if you decline, I understand, and I'll fight it alone. You're not a fighter, Sloan. Hold on to pigs. We actually do this sort of thing a lot. They pulled Pig's shrouded body from the cart bed. Due to its reputation, the woven vines of Dawn's Ward have kept him perfectly preserved. With Pigs across Sloane's lap, the two rest at the foot of Orwe's shrine. Goddess Orwe, hear me. Beneath your mercy lie two who wish to roam your realm together. Live in your lands and laugh again. Please permit us to stay. Send your guardian and my champion shall stand to fight it. Send your guide and my love and I shall go behind. Garlands of mist wrap and twist around baths, statues, arms and legs, and odor damp dusted cheeks. The cry their clumps in their throats. But then, the voice of always a groan far away and felt more than heard. It's in the stones and woods and rises from somewhere deep down. Truth is tested. A noise nears them, crashing through the teeth. Okay. Da ist der. Routine of the old god. Its inscrutable stony head turns to follow each sound, each movement. Its body crunches and crackles, leaping violently forward. Okay. Haben wir dann Diskus? Haben wir. Und das Ding ist schon fast erledigt. Ja, easy peasy würde ich sagen. Wenn wir denn die Reichweite hätten, um es direkt zu erledigen. Aber das scheint nicht der Fall zu sein, oder? Nicht ganz. In dem Fall... Das müsste reichen, oder? Ja, und weg. Sogar ein Stunt. Sehr schön. Und 9 XP. 8, nicht schlecht. Das war ein Level Up für Orchid. Orchid delay for now rivals. Okay. Aber wir können es nach Bronson Warrior. Upgrade für Zealous Leap. Clear Spin on Use. Und sie kann es jeden Zug benutzen. Following Challenge, Board Swaps, Endurance. Endurance wäre nicht schlecht. Ja, Endurance. Nur Report Ones, mehr Rüstung und mehr Potency. Ging es dir? The guiding force, its great stone knees clattering apart, rolling in the moss. The wheeling rocks gather dust and shadows as they settle, until they look like they've rested here for centuries.
The glade goes calm. And then Sloane starts to fade. Goddess? The web body of pigs across her lap seems to lose its substance. She has time to say, "Thank you, friends." And she's gone. Well, now that's done. Where's the ox got to? Yeah, good thinking. They find it, not far off, lowing pleasantly and munching clover. Nice, the world's still here. For us it is, this world, and all we know. The Anna's still awake. Pick these up around the stones where Sloane disappeared. Didn't even think about it. I'm making notes. They return to the farm Sloane pigs once built. They set things in order and see that it passes to a wealthy family. Then they're on their way again. The road is pale, splotched and torn in places with ruts and grass. Stretches of the journey are entirely wordless. It's a reminder, kid. Those memories, old wishes of ours. It's hard to let the good things go. I know it is, and I feel sometimes the wind picks up. I don't know. Yeah. I wrote the color of old canvas billows in front of them, behind them. Und noch ein Level up, weil es das Ding von ihr war. Nochmal Endurance. Wieso nicht? Wir wollen ja sie jetzt zu Tanks machen. Du hast, glaube ich, auch schon Endurance, oder? Oder nicht? Nein, noch nicht. Aber also die ganze Strategie hinter euch beiden. Du hast, was ist die Rüstung, die du hast? Link Mail. Ich glaube, ihr habt schon das Bessere, oder? Nein, auch noch ein Link Mail. Gut. Dann, noch ein bisschen Zeit. Okay. Halt, ihr seid schon da. Bitte alle hier hin. So. Tab mit Kief. Lass mal sehen. Was hatten wir denn bei unserem anderen Mystic, bei Landhand? Ignite, genau. Weil jemand von euch die Feuerfähigkeit hatte. Du hast hier Spirit Blade, Mythweaver, Soul Splitting. Mythweaver, wieso nicht? Ja. Mache dann Interfusions einfach stärker mit spezifischen Dingern. Dann jetzt die beiden Teams. Ich würde sagen, jemand hier und ein Team hier. Versuchen wir hier auf den Seiten her durchzugehen. Jetzt einfach die Frage, welche Teams. Ihr vier seid unsere Charaktere mit dem höchsten Level. Es ist ein Dreier- und ein Vierer-Team. Ich glaube, das Draht-Team wird folgendes sein. Orchid, weil es einfach der stärkste Charakter ist. Da kann ich auch Kief mit, jawohl. Ja, wieso nicht? Von euch beiden Handwerk. Und ihr müsstet das eigentlich alleine schaffen, das Zeug, oder? Denke schon. Dann die restlichen vier werden hier unten hingehen. So, haben wir 2 Teams. Die hoffentlich mit den Gel und die kaum klarkommen werden. Okay, Mela opens. Ja, aufgedeckt, dann schauen wir mal, was wir haben. Sneak Thief. That's my lucky coin. Don't look at me. If this is somebody's idea of a joke, it's not funny. Unoriginal, uninspired, and not funny. The coin is responsible for more victories than you'd think. I've got it on hand one time and I couldn't hit a thing. You know, friends help friends look for lucky coins. Okay, let me just work up the initiative. Oh, is that it? What the? Get your beak in the mouth of my coin! I need backup. Nice try, komm hier. 75% Chance, das sollte klappen, oder? Smart move, before I caught up.
but at least the luck returned quickly. See, those are called deepists. Deepists. Now we know where they are congregating. Huh? You know what? Never mind. Hanbok, shh, over here. I've got a coin and we've got a leg up on these deepists now. Sehr schön. Dieses Haustier hatten wir allerdings auch schon mal. Ich glaube, Barhand hat es sogar. Unser Legacy-Held, der glaube ich den höchsten Level hat von allen. Okay, Courage, plus 2 Schaden, Potency für 3 Runden und es sind einfach ein paar Deepists, die haben keine Chance. Machen wir erstmal hier ein bisschen, räumen wir hier mal ein bisschen auf. Dann, das ist kein Mythweaver. Bei Statuen und Ruinen hat der Held mehr Potency, wenn er interviewst, ist interessant. Garb ist ein Passive, 50% Chance to reflect damage, nice. Books hat ein Lower Dump Skill und Greater Construct by Textiles. Myth-Meld, was die Statue zählt, okay. Was genau macht Greater Construct? Powerful Snake of Enemy Fabric Course of an Enemy, applying 2 Hobble and crushing out its life. Es sind 2 Hobble anstatt 1 Hobble. Und wir können das Ding sogar angreifen, also. Fehlt leider. Man kann es zweimal einsetzen, wahrscheinlich. Das zweite Mal trifft. Okay, und genau, dort ist die Feuerfähigkeit auf deinem Bogen. Amber Arrows, genau. Gut, dann schießt du einfach hier und weg. Dann haben wir irgendwo ein bisschen was für AoE. Diskus wäre eine Möglichkeit, das ist auch alles, okay. Wenn der Diskus trifft, wären das 2 Gegner, die einfach weg sind. Und Greater Construct... Ah. Ich vermute, weil es Greater Construct ist, so braucht es nicht den ganzen Zug. Das ist interessant. Ob das bei allen Greater Spells, sag ich mal, zählt? Könnte ich mir vorstellen. Du bist etwas näher ran. Also springst du hier hin, gehst hier hin und ausgewichen, okay. Ja, links auch. So. Und tschüss. Das sollte alles sein, oder? Ja, okay, gutes Spiel. Ja, eine gute Menge. Könnte besser sein, aber nicht schlecht. Eine Hunter-Rüstung, aber Terryfleck ist auch Tier 1, ja. Das ist die mit dem Swashbuckler. Ja, nee, brauchen wir nicht. Okay. So, I gotta call him back. Yeah, the little rascal must have had a chance of hard and dropped it. It's kinda cute. In an ugly way, maybe. Come here, little critter. Come on, you wanna be friends? Das Ding ist, ich weiß nicht, was das Ding für eine Fähigkeit hat. Die müsst ihr aber nicht. I've always told you have a way of animals. You have literally never told me that. Okay, das Ding bringt das. Okay, erstmal eine Calamity, ja. Sollen zurück. Was genau macht das Ding, Rocket? Ein Quitter. Accuracy. Oh ja, nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Okay, dann sichert bitte das Gebiet. Und hier unten das Zeug. Gescoutet, dann zeigen wir hier, was haben wir hier? Morphagi, wenn ich es richtig sehe. Ja. Und weil es keine Gorgonen sind, kriegen wir auch keine zusätzlichen Dinger. Rumors of Morphagi have led the command of the Blooming Peace, dieser Name, or Rippling Prairies to the site of long forgotten ruins. Wind, One Rock and decayed edifices are all the domain of this ancient city. Weird, there's nothing in the local histories about what kind of people they were, what happened to them. Could have been a water button out, or plague, left no one behind to tell the story. Or tracks here, one of them must have sprung a leak. Wonder what those bone bags are up to all the way out here.
Well, there's plenty of stomachs still intact. They could put it to use, maybe. Turn this place into something defensible. I guess you're not the only ones who've learned to use what the dead leave behind. The dead. Sometimes it's... You forgot most of them are just plain ordinary folks, living their lives. You know? With all the usual hopes and fears, and everyday concerns. Not to mention loves, passions. Imagine how many coy glances are exchanged in these very streets. Heartbeats quickening. And those must have been houses once. A steaming pot on the hearth, little ones crawling on the rock. Guess they found friendships same as us. Helped each other out through the hard times. Sounds like I'm Mafagi. In the open pit of another amphitheater, Mafagi scrambled at the loose stone rubble. Thoughts? Do I just blunder in? A bunch of them standing on the pillow. How about I bring it down? Plus intimidation? Fire's always good. Plus stealth. Intimidation is nice. Und Intimidation bedeutet, dass jeder Gegner genau 2 Schaden schon erlitten hat. Du kannst direkt schon einen erledigen. Sehr schön. Näher, da bist du hier in Deckung. Dann interviewst bitte mit Diskus. Im Diskus, im Wild Grasp. Diskus ist nicht schlecht. Wir sehen aber nur einen Gegner. Wir können ihn nicht mehr treffen, sehe ich das richtig? Indirekt können wir ihn treffen, aber das lohnt sich nicht. Nee, in dem Fall interviewst nochmal mit der Mauer hier. Und du kannst hier hingehen, du machst eine Schildmauer und wartest auf die Gegner. Ein Welding, da ist der Watchman. Spectic. Noch ein Watchman. Und das war's. Und gut. Dann Spirit Chase. Der Welding ist der einzige, der ein bisschen Warding hat. Also bringt es jetzt nicht wirklich viel. Also nutzen wir lieber einen Diskus und schauen, was wir anrichten können. Schlecht. Der eine tot, der andere stark angeschlagen. Etwas näher. Du kommst nicht ganz nahe genug ran, leider. Geh einfach hier. Er hat einen Ambush, aber du kannst auch direkt schießen und ja, du wirst ihn treffen. 93%. Schöner Stunt. Lass mal sehen. Der Wettling hat eine Reichweite, eine Fähigkeit. Trifft aber nicht allzu gut. Das ist nur ein bisschen eine Rüstung, die geschwertet wird. Hier noch ein Diskus. Du legst einen Watchman. Da Dämpfer müsste ihn erledigen können, oder? Ja, easy. So. Und die XP kann nicht allzu viel sein, schätze ich. Oh, 7 bis 6 für jeden ist gut. Battle Scarf. Fashion for the Fray. Dort schon ja ein Falling. Nein. Das ist eine gute Rüstung, aber nicht für unsere Strategie. As the weaving stills, they hear the chitting of birds, the buzz of bees. Organ grasses rustle in the breeze. Gone quiet. Think that's all of them? Right. Just maybe should check on a few rocks before we declare victory. Could be, you know, hidey holes. Not far from where they fought, a section of flagstone appears to be coming up. Lennon pries from a wave with his toe, uncovering what appears to be a way below. With a little more effort, they widen out an entrance. How deep is it? Stairs. Should we take a look? Any good reason not to go? Down they climb into the ancient city's underbelly. Slimy things skid away at their approach. A rancid odor hangs in the air. Torch over here. Let me just... In a splash of light, the surroundings take color and shape. The passage opens into a small enclosure, an oval room. Bits of folded wood and matted straw form the pale suggestion of a bed at one end. Smells, doesn't it? Huh. Was expecting a crypt or a storehouse, not somebody's dusty old bedchamber. Beneath the city. Wonder who... Scattered around the room are what remain of Eli's possessions. Most are decayed or moth-eaten beyond recognition. Some soiled-looking cloth over here. Frying pan and some weird-shaped dice. If the Mafaki found this place, I'm guessing they didn't see anything worth harvesting. But there's one item that catches Leonard's eye. A small bone flute set atop a stone pedestal. Alone, it seems to have survived the passage of years unmarred. Moon-colored, its surface is smooth, polished by the press of ancient fingertips. It begs to be held again. You've got a look in your eyes, Leonard. Huh? Oh, why? Just remembering the toad-faced bard, Kaya Whitecrown, always spouting off about the people who lost their tongues, learned to speak through melody, through instruments like this one. Guess I just wonder what the songs would say to us if we could hear them.
The way it's placed, think it was treasure by the hands that held it. Well looked after. Mhm. Ist er nicht. Bone Flute. 0,8 Warding. 15 Charisma. Warding ist gut für unsere Tanks, oder nicht? Aber Charisma ist auch nicht schlecht. Charisma erhöht die Crit-Chance. Nein, du brauchst definitiv Ausrüstung, also gehen wir es dir. Then it moves forward and carefully plucks the flute from its stand. Things like this are made for a purpose. Down here it's not doing nothing but gather dust. If it was me who made it, would I wanted that? Taking it, yeah, makes me think, the things we leave behind. Maybe that's the nearest we ever get to immortality. They put out the torch, make their way back to the surface, and seal the passage behind them. Some would be nice for the road back, wanted to lift the spirits. Schön, okay, die Mafake sind ein bisschen stärker, sind jetzt Bad Spies, aber ob wir nochmal auf uns Mafake treffen, bezweifle ich. Wobei, vielleicht schon. Okay, bitte alles gut untersuchen, es kostet Zeit, aber wir müssen ja bald ein Gorgonen-Ding auf den Gorgonen treffen, oder? Okay, erstmal haben wir hier Hardwoods, ja, und Foxreach, ein Tier 2 Speer. Für irgendeinen meiner Warrior, die Frage ist wer. Du hast die Grey Glaive. Das ist ein Artefakt. Du hast auch ein Artefakt. Okay, das sind alles Artefakte. Das Ding ist Tier 2, das heißt mehr Stunt und mehr Schaden, aber wir sind nicht für den Schaden da, sondern für die Gegner auf Abstand zu halten. Von dem her werde ich es erstmal salvagen. Beer Strength Cloak. Bonusschaden. Oh, nice. Der Backslam Scaled mit Bonusschaden, oder nicht? Nein. Damage ist nur Rüstung. Was war es denn? Irgendwas Scaled mit Bonusschaden spezifisch. Ich schwören könnte, da war was. Bei dir vielleicht? Nee, auch nicht. Ich hab Stärke Cloak. Gib es Kief? Na, gib es einfach auch, geht so nicht. Wenn schon keine Fähigkeit davon beeinflusst wird, dann immerhin der Schaden direkt. Okay, ihr seid jetzt Rivals, aber das Ding ist gesichert. Dann zeig mal her. Noch mehr Holz und Accuracy. Okay, das kriegt einfach derjenige, der geringste. Accuracy hat 112 Landhand, haben wir jemanden, der schlecht ist, 108 Hamburg, 104 Kief. Ich gehe jetzt, glaube ich, trotzdem Hamburg, weil er ist schon... Obwohl, ne, er ist gar kein hoher Level, aber er hat ein... Ja... Ihm fehlt ein Auge, was seine Accuracy ja grundsätzlich erniedrigt. Das wäre das sicher nicht schlecht. Calamities, was haben wir? Das Einzige, was uns interessiert, sind die Gorgonen und die haben 75% mehr Health. Gut. Schauen Sie ruhig. Okay, da sind Gorgonen drin, das ist sehr gut. Das heißt, wenn wir die besiegen, haben wir ein bisschen mehr Zeit, um dann zur Festung zu gelangen. Es ist unser kleineres Team, aber ich denke, das müsste klappen, oder nicht? Also, Moving Light. Intercede upon a secret lake, in a secret place. On a moonless night fit for promise breakers, stone skulkers, jilted desires filling their empty hearts with darkness. It was here on such a night she'd fled. Pursued by the wrathful goddess she cheated. Here with Ta Wolf laid her life's treasure to rest. Green odors rise from the lake, its black muddy shore. A solitary moon piper whistles where the windless weeds hold still. Why is it so spooky all of a sudden? Why am I feeling like it is? It's not me, it's something about here. As Hamburg is venting his unease on the universe, he sees something strange. Spiderweb thin and strung from stone to star. An impossible thread of light. Should I fail to return? I tether you to these constellations. The line will fade, but in the season of
Yieldily, on a night the stars are sanely scattered, then your moving light shall beam skyward. Let another well-meaning and rash pair of eyes be your discovery. 20 hard strokes from shore, Handbook hauls himself up. Through a hole the size of a pine nut, warmthless light streams. A device to remember the spot? Or just to lure someone here? To what end, I should maybe ask. Even as he watches, it starts to shrink. The night sky rolls towards its horizon, and the light sinks back into the ground. Time to dig like a dog, I guess. If it's a twig, Hamburg, you'll just have to say you are twigged. Finding himself unstuck by any unhappy hand of the heavens, he bends to dig. And soon, scraping off away with the hardy knock of his bow, Hamburg uncovers the secret of this stony lake isle. A book? My friend. Okay. Hatte ich noch nie, also nehmen wir erstmal das Buch, oder? Oilcloth falls from the tome's corners. Someone's favorite novel? I hope that's not all. Urged urgently, he lifts it, opens the heavy cover. Inside is a smell like the bottom of an ancient whiskey barrel. Book writers. And a million letters he's never seen. Brain-rattling diagrams on fine outfolding flaps. Glittering pages, translucent pages, were charted stars and foreign script all whirl in an unknowable, overwhelming mass. Every dream constellation the seasons sent by this author's head might be recorded herein. It'll be a challenge deciphering it. I suppose it's obvious, but a familiar voice calls him then. Hamburg? Hey Hamburg, how'd you get all the way out there? Keith? I swam. Hold on, I'm coming back. Rocket found a position, the Gorgons, gathered silent in the shadow of the mill. You're soaked, aren't you cold? I didn't find nothing. Whilst in the Book of Stars from its resting place, Hamburg has in hand a far greater treasure than he knows. Certainly than he knows how to read. Revelation evades language. Zwei Rosen, unsere, ein Stag und ein Bart auf eine Gorgone, ein Rager und ein Raccoon. Die Map ist eigentlich nicht allzu schlecht. Wenn wir langsam und vorsichtig vorangehen, könnten wir, glaube ich, durchgehen und dass alle direkt getriggert werden. Ich glaube nicht, dass ich den Spirit da noch erreichen werde. Das heißt, du kannst Silk steppen, wieso nicht? Ja, nichts Besseres zu tun. Oh! Hä? Wo kam der her? Wie auch immer. Moment. Brauchen wir irgendwas mit Leaf noch? Ein Stab vielleicht? Nein, ein Leaf-Stab haben wir. Halt, ne, warte, das ist ein Stab. Nicht ein Wand. Du hast einen Wand. Das ist nee, nicht Stab, das ist halt ein Leaf-Dagger. Du hast, glaube ich, einen, oder? Hast du Zeit dafür? Ja, hast du. In dem Fall, ja, wieso nicht, Wing Serpent Stabber. Ja. Ist besser, was du jetzt hast. Hier hast du Amber Arrows, dann warten wir kurz noch ein bisschen. Dann schauen wir mal. Okay, guten Tag. Du kannst das Ding auch schon angreifen. Das ist auch Engage. Engagen wir zuerst. So, dafür, dass du mehr Rüstung hast, dann Garden oder einfach draufhauen. Die Garde macht mehr Sinn. Das sind beides Nahkämpfer, oder? Nicht zwingen. Die Gorgonen hat auch einen Ranged Attack, aber wir könnten angreifen, können Ambush machen. Ambush macht mehr Schaden, also machen wir das. Keith, du interfused am besten, und zwar... Gut, da drin ist nicht wirklich viel, was du tun kannst. Halt, hast du nicht einen Greater Construct? Hast du. Das macht auch nicht wirklich viel Schaden. Würde ich sagen, Sprint war das Beste, was sie tun können. Bin ich allerdings zuerst hier hin, um ein bisschen mehr Rüstung zu erhalten, und dann Sprint Blast. Ich hoffe, der ist groß genug, dass er... nee, ist so nur ein kleiner. In dem Fall geht es zuerst auf die Gorgone. Ja, ein Stunt, nice. Da ist der Alarm leider, na gut. Okay, es ist gepinnt, aber kein Schaden.
Er triggert den Ambush. Und den Defender. Da kommt eine Menge. Aber die sind alle schön beieinander. Ich frage mich. Du kannst mit Flammen interviewen, oder nicht? Kannst du. Du musst einfach ein bisschen woanders stehen. Und zwar hier. Interviews mit der Flamme. Und wenn die durch alle Gegner durchgeht, müsste das eigentlich guten Schaden verursachen, oder nicht? Okay, das kann ich besonders weiter bemühen, werden die beiden angegriffen. Macht wenig Schaden leider, aber was soll's. Eben ist jetzt das Ding hier geblockt, das heißt, wenn die durch wollen, müssen sie Schaden erleiden. Und nur ein paar wenige haben Warding, das heißt, der Schaden wird auch hinzugefügt. Du kannst ihn direkt erledigen. Mach es. Du bist zwar nicht mehr engaged, das heißt, du wirst ein bisschen Rüstung, das ist nicht allzu schlimm. Du greifst die Gorgone an, weil, ja, also ja, in der Ferne bleiben kann. Und genau, weil du angreifst, hast du ja Ember aus, das heißt, das Feuer sollte auch Schaden machen. Du kannst nochmal schießen, wieso? Weil du vorhin in der Grey Plane warst, oder habe ich da was verpasst? Ah nein, war es ein Stunt, oder? Du hast den Wasserbogen, das bedeutet, wenn du einen Stunt machst, du hättest noch einen Aktionspunkt, genau. In dem Fall schieß nochmal rauf. Okay, 2 große gehen schon mal weg. Die anderen gehen müssen erst durch ein Inferno durch, aber... Oh, stehen, sie können ja schräg die Kacheln durchbewegen, das heißt, die Flammen machen gar nichts. Als ob der weit genug kommt. Okay. Das Problem im Wager ist halt, dass er... Okay, das war eine dumme Idee, aber gut. Oh, er kann auch künstlich zur Explosion gebracht werden. Das wusste ich nicht. Ich dachte, es ist nur... Ja, Seekraft. Okay, du musst raus aus der Rufe. Fuck, aber das kannst du nicht wirklich. Okay, warte kurz. Du bist nicht interfused mit irgendwas, also... Mach das Ding auch Schaden, wenn er drauf stehen bleibt. Deals 1 Magic Damage in Walking Through. Es steht nicht, dass es Damage macht, wenn man drauf steht. Das heißt aber nicht, dass es keinen Damage macht, wenn man drauf steht. Was will noch? Da. Okay. Der ist erledigt. Keine Reichweitenschaden mehr. Wen kannst du alles interfusion? Oder wie auch immer das heißt. Thundering Blood. Rohe, Akun oder Wager. Das heißt, der Stagger kann nicht interfused werden. Du bist zu nah dran dafür. Du kannst ihn aber stabben. Stabben ist der, kannst du nicht. Du kannst einfach stabben. So. Kannst durch. Du kannst auch einfach stehen bleiben und einen Ambush machen. Ja, mach das. Okay, die können hier nicht durch anscheinend. Das ist gut für uns. Kurz bis vorher besiegen kannst du, ja. Hier ein Ambush, für den Fall, dass jemand durchkommt. Du hast Zealous Leap. Du kommst hier hin, bist du sicher da, nimmst halt nur noch Schaden, das ist blöd halt. Ich schätze, wir können hier interfusen. Wenn er hier durchkommt, vielleicht mit der Fahrliegstand Schaden verursachen. Das erste allerdings war es das. Du hast leider keine Schusslinie. Das ist ein Ambush. Die Kurve ist weg, das heißt, du kannst etwas näher rangehen, das ist gut. Bis hierhin mal. Okay. Du hast den Prepared Shot, welche jetzt der Stärke ist. Aber trotzdem nicht allzu viel Schaden. Dann Ambush hier oder... Ne, geh hier hin.
Greif nochmal an. Du springst. Legst dich ein bisschen näher ran und greifst an. Nicht schlecht, du musst auch näher ran. Du interviewst mit... das macht nicht genügend Schaden. Aber steht auf 2 Flammen, das heißt, er müsste am nächsten Zug eigentlich auch nochmal Schaden nehmen, oder nicht? Ja, geblockt natürlich. Hier ein bisschen Schaden abgenommen. Hier greift sie an, das ist gut. Okay, du hast nicht genügend Schaden. Wenn du neben dem Feuer stehst, wird es vielleicht klappen, weil wir haben gerade kein Feuer hier. Und wenn ich das mache, kannst du dich hier hinstellen. Das macht mir Schaden, aber immer noch nicht genug. In dem Fall Ambush. Du engaged. Du kannst da nicht ihn engagen. Okay, dann gehst du einfach hier hin. Erledigst den. Dann hast du noch das Stagron da hinten. Das Ding. Sehr schön. Mit Schaden. Oh. Oh. Oh, das ist nicht allzu gut. Das geht nicht weit genug. Da haben wir zumindest ein bisschen Schaden. Es sei einer blockt. Ja, das ist ganz gar nicht gut. So, das zurück und direkt jemanden erledigen kannst du leider nicht. Ich mache auf den Ambush, weil die Kinder werden jetzt hier durchkommen. Du gehst hier hin. Engage. Und Guardian. Ja, einer weniger. Ambush müsste den zweiten erledigen. Ich brauche nicht ganz. Nein, auch nicht. Da greift Orchid an, das ist gut. Der greift sie auch an. Sie tankt es, weil sie einfach abartige Männer los hat. Das war ein Flankangriff wieder. Okay. Dann erledige ihn. Fire Leash. Von hier, dadurch. Würde beide treffen, aber auch Orchid. Das heißt, du musst jetzt eins zur Seite. Dann greifst du die beiden an. Hey, das geht doch vor hier durch. Ernsthaft? Okay, was? Scheiß drauf. Der müsste im nächsten Zug sterben, weil er auf der Flamme steht. Das heißt, du kannst auf den hier angreifen. Das ist ein Stunt. Beziehungsweise eine Flankierung und dann... Ja, dann der. Und das war's. Das müsste eine gute Menge XP sein, oder? 12 pro Person. Nice. Ice Wheel. Great Spear. Macht mehr Schaden als Stun-Schaden. Sie hat einfach nichts in der Offhand. Aber das ist kein Problem, weil in der Offhand ist ja eh nur das Ding. In der Offhand hat sie ja eh nur die Netze, die nützlich sind, aber nicht zwingend notwendig fürs Erste. Und wenn ich sie brauche, kann ich sie einfach switchen. Ja, okay, du kannst das Ding nehmen. Knights of the battle let supper fall mid-mill. Handbook will still be passing over the book you found. Am I dense all of a sudden? Handbook, you picked a few plums then? Take it to a library maybe. That will get me in the proper mindset. Maybe let the other books bully it a bit. Okay. Ich frage mich, ob es was anderes... Oh, interessant. Was ist das? Okay. Na gut, zuerst mal sicherlich das Gebiet, aber dann gehen wir definitiv dorthin. Okay, was haben wir noch? Mehr Gorgonen, sehr schön. Es gibt jetzt nachher weitere Tage. Reedwater Rains.
On the road to Wettlauf rains. Sinkhole over here. Might want to go around. Says it's muddy. Yeah. Hey, you ever think about farming? Huh? I mean, if you weren't fighting all the time, if you had a farm of your own, what do you think you'd grow? That's a little impractical, but I'd rather grow flowers than food. Imagine a field like with tulips or daffodils, a fragrant rose garden behind the shed. Can't say it doesn't suit you. I'm a little flower girl myself, aren't I? I think I'd go with cornfields, or style crop. Has a nice homey feel. Classic. Hey Landhand, what about you? What would you grow? Huh? I guess I'd... Was würde zu ihm passen? Wo bist du, Landhand? Da. Greedy Snark. No, probably goats, I guess. What can I say? I like a bit of tang in my cheese. And if anyone gives me trouble, well, goats can be a mean little critters, turns out. Sun's getting low. Ah. The sun is getting low. Sure is. Did I hear it was muddy ahead? She said so. Cutler. Bonus Damage einfach mal so erhalten, okay. Wir haben 2 Rosen, nur so ein Bart auf den Gorgonen, welcher unten Raccoon. Erstmal alle aufstellen. Nicht zu notwendig machen, so wie es Step. Dann. Da hinten sind sie. Hier sind ein paar Gegner. Du machst nicht viel Schaden. Du wärst gerne noch auf Guarding. Cutter, du machst das gleiche. Hier hingehen. Guardian. Sind einfach alle hinterher. Ambush, der erste, der da reingeht, kriegt auf die Schnauze. Und dann schauen wir mal, was wir hinten... Ein Spirit Chase? Vielleicht. Zuerst schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben hier einen Diskus. Das ist alles. Das sieht aus. Das ist ein bisschen Physical Damage. Compulsion. Stimmt, du kannst auch jemanden... Der Gegner... bewegen. Das habe ich fast vergessen. Machen jetzt mal einen Diskus jedoch. Und zwar... Wenn es geht, für das erste Mal... Ich meine, die Rose werden eh sterben, wenn Diskus auf sie abprallt. Also gehen wir zuerst auf die Drohne. Oh, schöner Stunt. Geht wieder in Ambush, ist tot. Bisschen Armor Shred, na gut. Gut gedeckt. Garden Nummer 1. Den zweiten Garden haben wir noch. Ich glaube nicht, dass irgendwas nah genug rankommt. Ne. Dann kannst du den Gorgonen erledigen. Bist du noch? Du bist mit nichts interfused. Du hast die Genite. Das darf ich nicht vergessen. Das ist auch ein starker Angriff. Ja, wieso nicht? Und das kann er einfach für einen Aktionspunkt einsetzen. Da wenn du dann interfused mit der Flamme, du bist ja schon interfused, stimmt, dann kannst du dann Fire Leech machen. Hier durch und das könnte beides werden. Der Raccoon ist leider ausgewichen. Ah, das ist kein Problem. Ich denke... Nee, du kommst nicht nah genug ran. Du? Auch nicht. Auf jeden Fall... Ja, ein bisschen Warden zerstört, sei es drum. Hier hin. Guarding. Du gehst hier hin. Engage. Einfach, weil du es kannst. Oh, fuck. Da hinten kommen jetzt welche. Und in dem Falle zurück, obwohl das Ding muss auch erledigt werden. Was haben wir hier überall? Ich denke zuerst Ignite. Das erledigt ihn. Bisschen Warding geschreddet. Dann die Blaze hier. Erledigt ihn, sehr schön. Blockiert hier das Feld, das heißt, die können hier durch. Schräg. Okay, dann... Ist es der letzte Gegner? Ich glaube nicht.
Gehen wir hier zur Seite und versuchen ihn etwas näher ranzulocken. Genau zu sein kannst du jetzt sogar schon. Ja, du kannst den Ambush anrichten. Geht da nicht zu nah ran. Du kommst jetzt aber nah genug ran zum Glück und kannst den Leben entrüsten. Ja, perfekt. Und das war's schon. Sollte ein absoluter Kapper sein. Ja. Unverlebt. Untouchable. Ist nicht schlecht. Heroism. Tinker. Du hast Inspiration, oder? Ja. Immer Tinker, das passt irgendwie gut dazu. Sie hat schon passiv Buffs gerade Bündeten und dann kannst du noch dadurch noch weitere Buffs geben. Das ist nicht schlecht. Star ist auch nicht schlecht. Ich denke, vielleicht mir. Ja, Post auch nicht schlecht. Engage und Besaster. Dreamer's Cook, holy shit. The space-strewn head of the staff gives off a just audible drone in sunlight, yet falls silent on a moon and star. Then it stands straight and unsupported as if to watch over the sleep of its wielder. As a nameless mage appearing in seldom set and tragic myths, who made strange deals with the creatures who walked his dreams. Perhaps the Farlight guess goes round, this would have belonged to him. Grants ability to teleport to interfused scenery. Plus 3 spell damage, 15 block. Von den Stats ist genau gleich, es sind einfach dann die Fähigkeiten. Und erhalten auch Dream Step, genau. Swift Action Teleports. Gehen wir es Cleave. Dann Snakes und Talisman, Dodge. Wer von euch braucht das am ersten? Du hast schon was. Beide 43, gehen wir es Cutler. Wobei sie kann ein bisschen mehr zeigen als Obwohl. Nee, ein bisschen. Okay, das ist ein höherer Level. Okay, die Gorgonen haben jetzt Rage im Doppelpack. So, dann noch weitere 50 Tage. Okay, untersucht das Ganze. Bald kommt die erste Incursion. Okay, das Gebiet ist gesichert. Ressourcen und Earth Shell Wing, mehr Block. Ja. Ihr 4. Geht dann mal hier hin. Das nächste Gebiet gesichert. Gravepad Cloak plus 0,5 Rüstung. Das kannst du am besten gebrauchen. Und ihr geht hier... Oh, ich muss einfach draufklicken. Ich dachte, muss ich hingehen. On the road, Hanbok discovered a volume written in an unknown script. He spent neck-breaking nights trying to make sense of its secrets. Now he's gone to a place of study. An eccentric of Summercliff famously built a library of histories and learning. There maintains their competent collection along with 3 clean desks and a very stern expression. Is it time to translate the lost book of stars? I could blunder through alone, if I had to. More fun if I get to bother someone though. Hanebuk und Kiew, ja, sie nicht. Und auch geht auch mit, aber wird nicht beim Buch dechiffrieren helfen. Virus. On the far edges of Arania? Well, that's not a patch of the unknown land safely explored. Perhaps tomorrow we can sleep in an inn. I haven't had a chance to slay the flirt with a strapping stable hand in weeks. Do you ever think of anything else? Excuse me? What does that mean? Easy, Cutler. We're all tired and you two have been snipping with each other a lot lately. And we said I'm sick of you going on and on about your romantic exploits, or lack thereof. Your loins are your business, not ours, and I for one am tired of hearing about them. I then thought, don't take a bait. Oh yeah? Yeah, you got something to say about it? Wie ist er denn versucht drauf?
Compassionate Romantic. So witzig das wäre, ich glaube das passt besser. No, I'm not going to sing to your level. I won't apologize for being who I am. If you don't like it, that's your problem. Sheesh, can you believe her? Well, I said this for her. She may overshare. But at least she's not hopelessly naive. Well, what is that supposed to mean? It means you're so set on trying to fix the world you have no idea how it actually works. At least I identify as a realist. It takes two to make a rivalry, Katla. If I were you, I'd think about that. Are you right? Katla was way out of line. Oh, I'm fine, thanks. And thanks for standing up for me back there. Hey, that's what Teammates are for. Da gibt's gar nichts. Na gut, da hat die Patrouille um zu... auch geht nicht. Die Patrouille um das Ding zu reduzieren. Die Infestation. Gut, da können wir was bauen, sehr schön. Hide, Fabric oder was wollen wir? Wir brauchen mehr Hides, also mit Tannery. Book of Stars completed. The Book of Stars. First, Humber called it dead. But whenever he feels he's on the verge of understanding, like he's got it cornered and about to give up its secrets, it won't surrender. Dark weeks pass as reference after reference get exhausted. Scythe after scythe is applied and still the book rebels. So it's begun to take on other arcane names. This piece of trash. The diffident red. The stinky dark chronicle. The pages ripple at the brush of even a lowly blown breath. They feel delicate and flow through the careful hand like water. Like they're resisting all efforts to be held or wet. Well, Keith, I've got this particular walnut far back in my jaws now. I'm not quitting. How could I expect you to quit? It's only been, well... I don't know why I even agreed to this. That woman's clearly hiding the best resources from us anyway. But then suddenly a twinkle of music. Only brief. So quietly bright it would have been inaudible under the daylit sky or in a more humming place. In here it tickles the ear. Its source unmistakable. Well, that represents an unexpected layer. So maybe it's a musical compass? It's not prose or music, that was a numerical expression. You should try examining it as a math book. What makes you suddenly decide to pipe up? You normally snoop on folks like that? Follow me. Her lamp weaves among shadows and shelves, drawing these two failing scholars in her librarian gravity. Down a locked passage she leads them, sloping to a cell of smells, and there, momentarily, Hanvik and Keith lose her light. Where'd she... Told you, didn't I? It's people like this, hot stuff away so when you need them, they get to be all important. Selfish, annoying, but I told you. You think, what, I'm going to congratulate you? Watch you don't knock my ink pots. Wait, really? I shouldn't be down here. Then I'm the ink spilling... But I'm the ink spillingest person there is sometimes. Huh? You can see for yourself, this is where I fix old spines and bindings, restore lost pages, recover text from water, wine, smears, all that manner of thing. I do it down here. Further in is where the math books are. The flagstone floors are swept and flat. The passage walls were often uneven. When she says math, does she mean it's something else? Probably, she doesn't seem to care if she makes sense or not. They follow the woman again, now to the end of a corridor and under an archway. These books and scrolls were here long before I was. I've tried to move them, they won't pass the arch, just dissolve in my arms and reappear on the shelf. The circular room is large, domed to let in the day but wholly dark. What describing is itself a normal way of our investigation. Its walls end in other arches that go nowhere, as if it was meant to be one piece of a greater structure. When you don't talk, the silence even sounds big. Math references, theoretical texts, ruminations, logical illustrated data. All the books would seem to have this bent. Very few are actually considered rare, to my knowledge, but I've opened a mere fraction of these volumes. Why, you can't be bored by it? I of course mean that the sheer number of books renders reading any credible amount of them insignificant, but... Anyway, tables and lamps are back here, use them. I expect you to come up for water and meals, and to leave no trace of yourself in this sanctum. You have to know a starting place. This collection is massive. You recognized something from our book and it prompted you to bring us down here, right? In my life's great quest of knowing, in my ongoing scouring of these and other shelves, twice before, a book has emitted a melody. Those volumes dated from the ages of Old Heer and were written in Kioran. Old Heer? Does that help us? I mean, I can't say The low shelves there are full of translated Kioran texts. All I know is there's some link for them between music and math. I hope you take your task seriously, as it has my own curiosity quite fairly piqued. They're left to renew the research.
At first, the huge and confounding hall of books seems like it could only offer Furlin's frustration. Here, commanding and tranquil, is a terrible ocean of enlightenment. Wonderful and entrancing to the eye, easy to be lost upon, to drift unending. Any place where the theorems and queries of a million minds whirl is a place of contradictions. How will any answers be found, or any found answers be trusted? But progress is near immediate. In fact, breakthroughs come so quickly and consecutively, the pair of them will consistently miss mealtimes. This snatch of music, when the notes are put on the current scale, becomes, these numbers could be an astral date, couldn't they? It would be forever ago. You want to cross the, cross-reference? I mean, sorry, this book has the same formula you were looking at. Days fall past them unmarked. They're like two cave dwellers, oblivious to rains that are pounding the mountain. Their visual delineations I just failed to recognize. See the way this line? I'm starting to translate here. And there's little bits of it that are not numbers and formulas, they're words. Which, like, thank any gods that are, because woof, I was feeling dumb. But no, anyway, they're words, all written in some old language that's very old. I don't know, but I've actually been... I can finally slowly read some of it. You're pretty smart sometimes, aren't you? What? I don't know, shut up. And time goes by, a point comes they agree they've translated all they reasonably can. For the relations will require the rest of summer or even into winter, it's possible to tell. Most of the equations and figures will remain beyond understanding, but they've gleaned enough to know the desire around which the book was formed. To bind her mortal self with a star? She, the author, with the wolf, seems to have had the mystic's gift. Like Keith here, she seems to have had that aspiration. A minuet blows round the crown where Senya lays his southern light, and sways the stones to leap and glide for joy atop that holy height. Let limbered be these burnt young legs that never danced so free, unbind my dusty hair, and twirling, I cast that star to me. The final entry has to do with that location, that crown of rocks on a hill. I've got a decent idea where to head. This lady really memorized that from reading it once? How marvelous! Huh? How marvelous, truly. My mom used to say, death was defeated, Marissa. That's me, by the way, Marissa, my last name's Wheatbark. You might have already... Didn't she say so? No, Marissa Wheatbark? Death was defeated long, long ago, the day the first meaning rune was etched in rock. After a night relaying their learnings to the librarian, they depart in sweet morning air, making a point newly circled on the maps. Ich meine, ich kann es jetzt schlecht nicht hingehen lassen. Also ja komm, dann machen wir jetzt hier, sind die beiden da unterwegs und jetzt haben wir halt ein 5er-Team. 16 Tage, dann passiert's. 163 Tage bis da. Okay, bauen wir kurz zurück, um dort schnell hinzukommen. Oder wir beginnen mal eine Brücke zu bauen. Da ist die Incursion. ...48 Tage. Wie schnell können wir eine Kalben aufbauen? Machen wir mal zu 3 und dann werden sie einfach so lange daran arbeiten, bis sie irgendwas haben. 1. Da sind sie, Minuet. Could be here, right? I mean, we'll build a fire, stop for the day. What? What? Whatever makes you happy, Keith. I'm just thinking of the book, or the writer, really. With the wolf, it's... I don't think she ever did step here. I get the feeling she worked on that book feverishly forever and was forced to leave behind. Buried by the water. That seems possible. Right, that... Yes, I agree. Yeah, see? These days we're agreeing about everything. Let me do a sniff around and I'll get back to you, huh? Last couple of nights we haven't done a good circuit. Couldn't sleep, I get now sleeping, not knowing what's around. But don't come back too soon. In the fall, the star Senya is first to light the southern sky. Hanwook and Keith have journeyed to Mad Cliffs where the land rises stark and steep around deep forging earth. You put a tent too far! Senya, the Bard's star is what they call it.
Senya. One assumes it was an inspiration. Patrons start to poets, to singers. Don't know the precise origin of the name though, unfortunately. I don't know everything, no one cares. Over a few days, nights, they tousle every wheat-grown knoll, searching for the hill-grown henge. The Ring of Stones is an old name, or so the locals want it understood. The name insists is Dragon Bones, old. Only none of them knows what it is. The Popin said we'd find a footpath, and there it is. Can't even be mad. How many of me would it take, you think, to haul a great big old rock up a hill? How big are these rocks? Why don't you give one a shove? Stone fingers jut from the crest of the rise. They are tall. Yeah. Speech seems ill-mannered amid the slow breeze and silence of this long orphaned monument. They go into a now familiar, studious hush as Hamburg revisits passages from the text. Lines he marked and now must wonder why. Day diminishes. How will I know if just something's happening? I don't have any gift. I can just bond with anything I see. Well, what are you doing? Don't get weird. Energetic mists uncurl in the wake of the leaving light. They stand the book away from the circle's edge. And night descends at a stately pace. The stones in a mute mineral way seem eager. Well, there's your star with his brothers. Yep. Already the sky is pinned with light. But the grey-green bar star hangs unusually bright. According to looking at the rhyme. A minuet blows round the crown where Senya lays his southern light and sways the stones to leap and glide for joy atop that holy height. Let limbered be these burnt young legs that never danced so free. Unbind my dusty hair and twirling, I call that star to me. Now the noise comes from the cosmos. Unless twinkling stars are meant as laughter. Thinking about that line, do we have to set fire to our legs maybe? No. Because it did say, I think the writer just... No, quietly, wait. Well, let's try this page. Oh, so could it be... Oh, there it goes again. Looks bright, doesn't it? A sonorous hum enters hearing. Many voices over at varying pitches gets joined. Hamburg sounds like weird fiddlers almost. Swelling, thrumming. There's a little spirit? There's many. The sound seeps away after several moments, and still more phantoms peal from the rocks. They don't want to fight us, do they? You'd know if they did. But a single vibration now. It's quiet. It's too late to be scared. Indeed, a musical silence extends. It broadens. The bard star glows hot and huge. Then, with the formal dip of an autumn ball floor leader, weaving itself in scentless smoke, one wave spirit starts to dance. Ghostly silk billows up around it, as notes from somewhere soar again, now a flock of them in melody. Partners fly to follow, furling out new forms, becoming faceless gowns of flimmer and flounce. A soft elbowed rhythm nudges wistful strings along. Then a shy gleam of a voice asks Hamburg, and Keith is led to the floor to dance, and there's one slung before the stoning revels. Ich meine, das Ganze hat mit Hamburg begonnen, also then a shy gleam of a voice asks Hamburg. Huh? Dance with me, little creature of a moment. Star? Did a star just... Am I foolish for not resisting? Not being able to restrain my wandering sight? A dance! I wanna hope you're ready though, Star. Hey you, Hamburg? What are you talking to? I'm called Stormy Hamburg at the taverns. I hit, and it's cause I swish around pretty fast, and the sweat does fly, I can't say it doesn't. Is Keith also? Oh. Hamburg finds us alone. At one point he must have drifted inside the circle. Keith would have stood there on the grass, even the air-sailing phantoms of before are gone. The minuet carries on, his only company, clearer than it had been. The fall of the star is soundless. A visible contradiction, faster than a breath, somehow slow enough to impress grace on Hamburg's memory. You are beautiful. Voice the same as before, far sung, shyly catching the gauzy dress blown along a weathered fence. Hamburg, late, muffled, barks in answer. Yet out of pure doggish habit, words he barely hears himself say. Why am I beautiful? You relish such concepts. That is why.
The music ambers high and low, soft and loud, woves a melodic witch that is unfamiliar yet naturally to hum. The dark mountainous lullaby of another childhood. I don't fully get that answer. Hey though. Senja, is that your name? Someone wanted to meet with you. It's an art of ours that I can't fully... But the book was her work. Did the book call you here? There came to my attention a voice. A number phrase marking when I died. When you died? Do you mean when the notes are put on the current scale, it becomes an astral date? It would be truly forever ago. That melody, we only got it to sing to us 3 or 4 times. If you're dead, why are you talking to me? You mean you died and became a star? You're the ghost of a star that died? A slow sinking vowel, sloping discordantly forever. It's gone lower, softening to the sound of fog. Do not know. And do you try to know? Or even just wish to? I know the sequential expression of time demands this pattern endlessly. What is must be what remains of what once was. That I cast light, I know. And I know. At some coming moment, even this I shall do no longer. I shall not know, nor sense, nor speak. Well, yeah, that's just how it goes. Yes. But... whatever, let's just shut up. Come on, you old star, what I know is that our questions will outlive us. You were right on target from the start. Let's use our time wisely, huh? Let's dance. Yes. Only I hope for you to lead. You do? Because I have never danced. No? That makes sense, but... to tune this quick. Ah. And so Hamburg moves to take the star's soft hand. The music faded, the spirit sank into the ground, but... and I didn't want to get in the way. You were moving, you know, but you... still went on dancing, smiling at some imaginary partner, I guess. The memory is vague, not a cold. Keith's account makes it seem all the more a dream. So, but by the time you stopped whirling your head, it was like that. Starry. You were dizzy. I helped you down here and went and got the book again, but here it seems different, doesn't it? The book is still beautiful to look at, but whole sets of numerous operations figures are missing. The magic is missing. I do actually feel it. I feel it, Keith. I do. Can I call him him? I think I can. I think I know. And I feel his happiness. A star's happiness. I feel it, and it makes me full. You're in my veins? My heartbeat? Down to the follicles of my hair? Your glow, your constancy. Your slow, sleepless, gentle yearning. And I guess you're not explaining. It's kind of ridiculous, but I know I'll never draw a sky quite the same way. So we can go home, right? We did what we came for? Hamburg is sorry in a part of himself. However, a hard-to-escape notion that this was a stolen opportunity. There was a woman who wished and worked to commune with a star. Long dead or wherever else she might be, this woman gave herself to nurture the dream. Now Hamburg would be the one to save its food. But it's hard. That's true. It is hard. It's hard. What if I'm exactly who you hoped might come along? What if I'm the inheritor, accidental or predetermined, you left it behind for? It's always pretty hard with ancient mages. They had so many strange years. A couple nights on. Hey, is the star Senja? Shouldn't it be there? Yeah, I think it's just... it's a long way to climb on sore legs. Okay, dann... die beiden können auch hier zurückkehren. Stufe 3 Verteidigung, nicht schlecht. Dann könnt ihr da noch ein bisschen weiterarbeiten. Diesen hier habe ich nie gesehen. Eine Gorgonen Sea-Caller. Okay. Okay, und da sind sie. Wie lange bis... Today's Destroyed. Wie lange bis ihr da seid? ...18 Tage. Okay, das heißt, wir sollten rechtzeitig da sein.
100 Tage, bis das Ding da ist. Sollten es schaffen. Ernsthaft? How long has it been? Keep putting everything I've got into the fight, but how long since I've really felt inspired? Hey you, stop for a second. Oh Keith, you following me? No, just heard you left town, packed for a journey, received too. I'm taking some time, looking for a light to guide me. I don't know what it is really. Oh, bevor ich es vergesse, was hast du jetzt? Okay, zwischen Celestial, eine feeble sparkle, a man's from 100. Star Heer. Passive blinding attacks. Starlight shines forth from Hamburg's attacks. 25 chance for attacks to blind enemies. Interessant. I know what it is, William. You never know what it is, but you've always got to figure it out, right? Stuff drives me crazy otherwise. I'd better go grab my things. You have an idea where we're off to? With options, I need to spark my mind somehow. In that case, isn't the bar a good place to start? No, it's beyond the horizon. That's what I do know. Okay. Oh, das ist sogar hier. Ah, das ist gut. 99 Tage. Lass kurz sehen, wenn alle hier sind. Wie viele Tage noch? 7 Tage. 5 Tage. Okay, alle sind hier. Jetzt können wir verteidigen. Dann können wir das, die Nebenquest machen. Und dann kann ich das eine Team ja wieder ausschicken. Um ein anderes Gebiet zu scouten. Ich hoffe, dass hier Gorgonen sind, weil dann können wir uns noch ein paar Tage erkaufen. Ich sehe Clear Gorgon Sites, das heißt, die sind Kirschen, die zählt nicht dazu, nehme ich an. The Gorgons have come, bleak bellows rise from all around, of beasts full of blood as an indigo bile. How should defenders respond? Not enough of us? That think that's a simple truth, but das ist die beste Chance, 73%. Aha, hat nicht geklappt leider. Schade. Dismay, plus ein temporärer Hitpoint für alle Gegner. Wir haben eine Menge Zeug. Stagger, Butt of Bugmore, Raccoon, Gong, Seacaller. A sickening miasma of brine and fish rot befoul the nose. Its sunless skin creaks and shines on its stretches to summon. War es ein Summoner? Okay. Besonders gut. Okay, wir haben Wall of Arrows, Tier 3. Das Ding wird guten Schaden verursachen, oder? Ja. Aber wir werden es natürlich einsetzen, wenn wir besseres Zeug haben. Wie viele Dörfer haben wir zur Hilfe? 2, wenn ich das richtig sehe. Du gehst mal hier oben hin und scoutest sozusagen. Okay. Du gehst auch hier oben hin. Du hast hier Amber Arrows. Kannst du den Ambush machen, und zwar, ja gut, du bist ein Fernkämpfer, oder? Ja. Du nicht. Ach, hier ein Ambush, der wird vielleicht da durchgehen. Du machst was Ähnliches, du machst einen Ambush hier, aber der wird sich ja trotz allem bewegen müssen. Hier, du machst die Schild mal weiter. Dann, mit was kannst du interviews? Tja, das ist nicht schlecht. Dann Ignite, er hat gerade geblockt. Dann Steel Fire von hier und... Nice, der müsste drauf gehen, weil jetzt 2 Flammen draufstehen. Auch hier oben hin, machst die Schildmauer weiter. Ist hier hin. Du interviewst mit... Ich muss kurz checken, die Fähigkeiten mit Fever, genau, aber dann wäre nichts, was das bringt direkt. White Grasp für Pin. Ich möchte, dass er näher rankommt, also Pin möchte ich ihn nicht. Ich interviews aber trotzdem mal damit, vielleicht sind noch weitere Gegner, nee, sind keine weiteren Gegner.
Na, greift trotzdem an. Pint, das heißt, er wird sich nicht bewegen können, aber dafür haben wir unsere Fernkämpfer dann nachher. Ja, das Feuer erledigt ihn. Aha, er hat Verstärkung geholt, da kommen die anderen. 3 Rose. Was haben wir da hinten? Liquid und Stone. Moment mal kurz. Ist von irgendwo eine Sicht auf das Ding. Nee, du musst viel weiter nach vorne. Auch nur ansatzweise mit den Dingen interfusen zu können. Oder? Range 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eigentlich, ich glaube, er muss nur ein Feld nach vorne. Das heißt, wenn du weggehst, könnte es eigentlich schon ausreichen. Was wir mit dir machen, ist nach hier vorrücken und dann Guardian. Dann Wall of Arrows. Hier unten ist, glaube ich, nicht schlecht. Hallo? Ja, hier bitte. Schöner Schaden. Du kannst, ja, hingehen, um ein bisschen zu scouten. Ist auch nach hier vorne gehen. Da können weitere noch kommen, das ist erst später der Fall. Wir haben einen Prepared Shot, weil er den Ambush nicht getriggert hat. Also, ja, er legt einen Bockmore, wenn es klappt. Ja, sehr schön. Dann hätten wir noch einen Angriff und noch einen Prepared Shot. Du wirst am besten hier. Genau, das ist das Ding. Ja. Geh nach vorne, dann hast du eine Schüsse auf den Raccoon. Wir sollten ihn erledigen. Das Feuer macht ja Magic Damage, denke ich. Dann hast du noch Wild Grass. Hast du vielleicht was Besseres? Ich denke, genau, steht hier noch nicht Landhand. Ich wollte dich nach hier vorne bringen, aber du kannst immer noch nicht mit dem interfusen. Hm. Ja, es sind 6 Kacheln, ja, das sind mehr als 6 Kacheln, deshalb. Wir hätten hier einen Ignite. Steelfire würde... So würde es 2 treffen. Fire Leash würde 3 treffen. Steelfire würde den Stagon erledigen, aber ist er gerade noch ist er noch gepinnt? Ne, ist er nicht. Ich glaube, das macht mehr Sinn, weil das macht mehr Schaden überall. Wir sehen, ja. Okay, dann Wild Grass war für den Stagon. Ist nicht genug, um ihn zu erledigen halt. Wo kam der Schaden jetzt her? Ah, ist auf das Feuer gegangen. Sehr schön. Das Prepared Shot, dann das Ding jetzt zunichte. Und wenn du noch vielleicht eine wenn jetzt eine Schusslinie. Okay, dann wird die Gegner hier oben fürs erste Mal erledigt. Vielleicht kommen im nächsten Zug 2 weitere Gegner, aber das erste ist hier oben sauber. Unten kann ich ja nicht viel ausrichten fürs erste. Ich lasse euch beide mal fürs erste hier sein. Da oben ist eigentlich nicht viel machen können. Der stirbt ja eh und der Ulrich wird näher rankommt. Ah, das ist der Sea-Caller. Corrupt Soil. Hier noch ein Oswick, ein Bockmore und ein Bartoff. Das ist erstmal ihn hier. Du kannst hier hin. Flankierst ihn und machst sehr schön Schaden. Dann Leif. Greif das Ding an, erledige es. Letztes Sea Call. Was hast du denn drauf? Summon Sea Things, 5 Range, sponsored to 6 Tentacles und Corrupt Tiles und Corrupt Soil, also Reaction Force on Corruption on a Tile, Blood Brine, 4 bis 6 Magieschaden, 6 Range, okay, also
Spawnt keine Gegner im klassischen Sinne, es hat einfach dafür, dass ja Tentakeln kommen. Ambush wäre eine interessante Idee, aber wir wollen direkt Schaden, denke ich. Ist ja nicht besonders stark, leider. In dem Fall geht er hin. Ja, das wird ein Falling ein bisschen reduzieren, aber dafür bist du noch in der Reichweite der Flamme und kannst hier ein bisschen mehr Schaden anrichten. Und wir brauchen da unten mehr Feuerkraft. Richtige Key wäre nicht schlecht. Die anderen beiden sind hier. Ja, und hier unten ist noch was. Vielleicht, ich sehe einfach noch nichts. Barrage ist halt immer gut. Reichweite 5. Das müsste eigentlich ausreichen. Das Ding hat einen guten AOE, oder? Ja, gerade nicht. Gerade aus der Reichweite, na toll. Dann wirf du auf das erste Mal von dem Ding hier. Darum brauchen wir dich nicht mehr. Dann ihr hier. Adenfer. Ne, zuerst die Mages. Ignite ist nicht nah genug. Du kannst hier Ignite machen und schon massiven Schaden richten. Sehr schön. Mit Verleash kannst du dann ihn erledigen. Ja. Wer ist noch der Gorgonen da hinten? Dafür machen wir einen von Ambush. Und ihr beiden könnt mal in diese Richtung gehen. Inspirierst mal die ganzen Leute hier. Was für dich hier oben? Zur Sicherheit. Noch mehr Corrupt Soil. Und das Ding hat jetzt den Tentakel beschworen. Da ist der Zurück, okay. Ambush getriggert. Schöner Schaden. Okay, noch 2 Rose und 2 Rager. Und das waren die letzten Gegner. Der Gorgonen ist erledigt. Du kannst, denke ich... Oh Gott, bevor ich mit dir da rausrenne, kann ich, glaube ich, mit dir das gleich so gut erledigen. Ignite. Ah, das sind 2. Treffe ich beide? Nee, weil, außer der Reichweite was. Blöd. Halt, ich habe eine Volley. Auf Arrows. Die könnten die erledigen, aber ist nicht besonders schwierig zu erledigen. Machen die Volley lieber hier hinten. Das müssen wir mit jemand anderes machen, weil sonst, ja. Das könnte den Seed-Caller direkt erledigen. Ja, sehr schön. Eine Menge Schaden. Gut, dann, das bringt nicht wirklich viel. Warte einfach mal. Du bist, Stelle so lieb. Guarding und dann die Barrage. Können wir jetzt hier einreden. Die Barrage macht eine Menge Schaden. Wird auch die Tentakel schnell erledigen, aber es sind zu viele von unseren Leuten noch drin. Müssen alle anderen zuerst ein bisschen rausholen. Nicht du. Amber wollte ich eigentlich anvisieren. Da ist er. Von angreifen. Die Dörfer sind an sich nur Kanonenfutter, von dem her, ja, sollen sie ruhig ein bisschen Schaden nehmen. Ist nicht allzu schlimm, finde ich. Ist jetzt besser. Ja, die Dörfer hat es zwar erwischt, aber ja. Dafür sind die ganzen Tentakel weg. Der Rüstung ist auch ziemlich stark angeschlagen. Engage. Guardian. Der Rage ist erledigt, sehr schön. Okay, wo bist du? Ich nehme an, die Barrage ist jetzt weg, ja, aber wir haben einen Splinter Blast, der nicht schlecht ist in der Regel. Ja, besser als nichts.
Armor Shred ist halt immer nice. Dann kannst du ihn erledigen. Nicht ganz, weil er kein Stunt. Du kannst ihn erledigen. Du kannst herangehen. Bein hier erledigen. Schöner Stunt. Du kannst hier unten hingehen und supporten. Okay, da war es nur noch einer. Ich denke, haben wir die Reichweite? Kommst du nah genug ran? Leider nicht, aber du kannst auch sicher mit irgendwas interfusen, das Ding angreifen. Oder halt noch besser, Ignite. Da können wir definitiv das Ding angreifen. Und tschüss. Und das war's. Okay, das sollte eine Menge XP sein, obwohl wir haben 7 Leute auf diese Aufgabe wird. Ja, okay. Nur ein bisschen für jeden, aber trotzdem eine gute Menge insgesamt. Okay. Jetzt. Nehmen wir noch jemand anderen mit, der ein Level hat. Das wäre Leif. Und die restlichen schicken wir kurz zum Scouten, weil wieso nicht. Okay. So, what do you think of Big Toe Henge? Is this what this place is called? You say the brave who come here shall learn of themselves deepest truth. The brave? Why the brave? Don't you find that a little ominous? I'm trying to stay upbeat about this, but the day dies and falls away, and in the night they build a fire. I don't know what I expected to find. I think I'm mostly looking for a feeling. Is that really something you can search for? Remember when we were new at this? Everything was new. Each path we took and every labor we put ourselves to. I'm bored. Tell me of sorrow, this rose that you kept by the bed in which last you poor answers slept. That song. He woke full of laughter and brightly he gazed, the curve of his mouth in a kiss he upraised. He sang over the hills, peaks a shy but should dawn, and sure as the sunrise has someday be gone. But you call me in love and I joy may live on, and you do, and you do, and you do. The old love song is one he sung 100 times by fire, 100 times with a friend, and still, tonight it feels new. How strange! But I didn't know you knew that one. Are you kidding? Everyone knows that's my song. I sing it best. A noise rises in the darkness, not an echo of them, but the resonant call of something else. Did the voices wake the neighbors? Well, there's been some run-ins out here. Stick by the fire means nothing at all. For being hunted, I say return the snare on our enemy. Nur 50% Chance, vielleicht klappt's ja. They circle around until they hear a noise in their camp and return to find it looted. Then their foe closes in around them. Oh, wir haben ein bisschen Ressourcen verloren, na gut, das ist schlimm. Disorder, 2 Gegner. Naja, ausgewichen, toll. King Discus. Schlecht. Platziere hin und Guarding. Er soll tot sein, ja. Schon besser, er sollte jetzt am Feuer sterben. Aber nur für alle Fälle. Sehr schön. Level Up für Hamburg. Nice. Das haben wir Ambush, definitiv. Archie ist auch schlecht, definitiv das, ja. Laser. Das ist wieder mit dem Swashbuckling-Dings. Nein, danke, ich bleibe hier bei der Rüstung. Der Accuracy. Tobias, it's all clear. Same here, nothing moving. Well, that was sudden. Bit of exercise before bed, that's all. You worry me sometimes. No, I'm glad you came out here. But let's be on the road at dawn. Yeah? When you sang and when I sang with you, I was struck by how long it had been since we'd done something together, just shared something, you and me. So I guess anything's still possible. In the morning they will simply start home. Und noch ein Level Up, sehr schön. Amber's Upgrade.
Once per turn, can move to a tile adjacent to a fire within 5 turns. Ja, nicht wirklich extremst nützlich. Obwohl, halt, haha, nee, falsch. Das ist nützlich. Das heißt nicht, dass er... Ich dachte zuerst, er muss neben ihm vorstehen, dass er das machen kann, aber nein. Das heißt, er kann am Anfang des Zuges, wenn vorher der nächste direkt dahin gehen und dann schon direkt... also sprich, er muss keine Aktionspunkte dafür verwenden, sich zu bewegen. Definitiv holen uns das. Okay, dann jetzt sind ja alle wieder verfügbar. So, machen wir kurz die Teams wieder, wie sie vorher waren. Welche waren das jetzt schon wieder? Ich glaube, es war Orchid. Kiew und Hamburg. Und dann der Rest hier. Ein paar Tage übrig noch. Wir haben ja Gorgonen, sehr schön. Das heißt, wir können uns hier ein paar Tage wiederholen. The Earthworks has been a place of work for us woodfolk for 6 generations at least. It's up this way, see how the path deepens? I'll stand by you, must be solid. Daughter, if I have conversations, let's convene here. I'm what they call hill-hardy though. She wants to fight next to us. Don't know that we should refuse, I guess. And you know, my husband Abfar breads our table. Down this path, I hack away the bleach briar. By evening, let's bring a good man some good news. The woods whistle where they stand. The wind climbs and falls. Look at her. More danger in leaving her alone, I kind of think. Bring her along. Ja, okay, wieso nicht? You'll be begging me along afterwards. Better think of a good offer. You're really a lot to handle. But it's kind of funny, halt mit. What's your name? Hope. Hope Argelhair. Hey, wait, Leif, you pick up a wild woman? Is Kata close behind you? This is Hope. My mom said she could come along, just for this fight. I'm Hope Argelhair. No one's a better gardener. This is how I die? Shooting some bumpkin's body for neck. So together they go, to a beckoning bed. Okay, jetzt haben wir schon auswählen, baut auf den Gorgonen und der Kuchen. Wir starten mal mit Ignite, weil das Ding ist einfach zu krass. Wie hat eigentlich Ignite erhalten? Das war einfach eine Ability, oder? Ja. Dann hier oben hin. Nee, das macht mehr Schaden, wie hier hin. Schöner Start und der Part of the Journey. Du bleibst mal hier fürs Erste. Dahin, du kannst hier die Schildmauer machen. Ah, da ist nur zurück. Okay, komm näher. Okay. Leider nicht innerhalb des Ambushes, okay. Okay, das ist ein Tor, das ist ein Teil der Gegner, sind erst dahinter. Schon mal der Startschaden und du machst einen Ambush. Okay, der Alarm. Sehr schön, dass die Gegner werden durch das Tor zu uns kommen. Erledigen wir das hier. So. Den Raccoon müsstest du eigentlich auch immer lange erledigen können, oder? Ja. Dann rücken wir vor. Sehr schön. Hälfte der HP schon weg. Du kannst jetzt auch weiter vorne. Und wie immer
Knighten. Das Ding ist erledigt. Wir haben ein bisschen bessere Sicht jetzt, oder? Ja, es sind noch keine weiteren Gegner. Du bist gepinnt, das heißt, wir warten jetzt einfach hier. Und du machst weiter einen Ambush. Ja, sehr schön, hat sich schon gelohnt. Und das Ding ist nicht ganz erledigt, leider. Ja, du bist erledigt. War das schon alles, oder? Das war schon alles, sehr schön. Bisschen XP für alle. Wasted of Power, Bonusschaden. Unbrook ist er nicht. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, manche Fähigkeiten, die durch Transformations kommen, scalen mit Bonusschaden. Shards and bodies lie about the old earthworks, the yard. Time will have to mend these walls. Time and stubborn woodlanders. Hope you're right. There's impressive work. We have to paint a picture for the woman's husband. That'll be a good deed to end the night on. I'm still holding on to my spear. Yeah, we should, let's get out of here. To my home, my husband. The hike proves long. Night will reach them before they reach the door. Hope's chilled expression gradually warms, but her eyes tend lower. Here, down where I've cut back the bleach wire, see? Among the trees, the woodhouse glows. Inside is a happy hall. Now that earthworks are entire woodland, once again we walk freely and safely and warm. We fought, myself included. I fought and won. The white fragrant mosses are pinned to the rafters. And oh, I only wish you'd seen it. Zephyr quick I ran one through. Swivel shift. Was? Swish or swift? Appears another. Yeah, I see the face your husband's making. That's how we all feel. A humble feast happens there, and the trading of life tales. Leif can tell a story. Even if she makes it dark, it comes out fine. So night takes its time to dwindle. Bits of the meal are picked over, duets in cups are drained. In the quiet that comes over them, Abfangen, Hope's husband, clears his throat. I hope I'm okay saying this. I'm going to say it. It's all a lot of... I understand what you do, all of you. It's a sacrifice you make that I don't think probably no one ever fully repays, right? I know that it's selfish and I'm proud of you. Hope. A hero wife. I am thankful and I know that you deserve whatever chance you want, but I'm not sure if I can, Abfangen, I'm not joining them. You are not? No way, I leave? And let you cozy up with that misty-eyed widow? Let's give him my grandma's old weapon. But that's... Grandma'll haunt me if I hang on to it any longer. It was meant to be used, and they'll use it well. I'll fetch it down. The gift Hope and Abfangen will give them is a rare piece with a history of its own. A famous granny. Summer will come and life in this wooded place will once more turn towards happiness. What the? Das Ding sieht übel aus. Duett-Scythe. Great Spear, Tier 2. Always another weighted weapon. People forget how terrifying it is when razor metal hurricanes toward you at tremendous speed. On attack this one damage to all enemies within range, plus 1 stunt damage. Jesus Christ, it's... Leif? Relation bis es ein Death Knight. Okay, das Ding ist übel und es hat Broadswords als Fähigkeit drauf. Dem wäre es vielleicht nicht schlecht, Leif direkt schon auch noch als passive Fähigkeit Broadswords zu geben, weil das würde so krass stacken, heilige Scheiße. Oh ja, Stack und sind jetzt stärker anscheinend. Wir haben ein paar mehr Tage erhalten und wir können jetzt hier das Zeug untersuchen. Und Turtles all the way down. Ja, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Die ist nämlich schon wieder vorbei. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin, adieu.